Hallo zusammen, da sind wir wieder zurück bei Sherlock Holmes. Und ich habe ja hier beim letzten Mal schon bei diesen Gedankenspielen gehangen und keine Ahnung, was da nicht weitergeht. Aber ich glaube, ich habe einfach ein bisschen was übersehen. Ich hatte beim letzten Mal nochmal, das hatte ich aber ohne den Stream gemacht, geschaut, wo wir das dritte Buch finden. Das dritte Buch habe ich im Hafen gefunden. Das haben wir also zusammen alles. Darum geht's jetzt aber nicht. Wir müssen ja den Fall noch aufklären. Ich habe mich immer gewundert, warum sind denn die Gedankenspiele immer noch nicht umgesetzt? Und dann habe ich hier nochmal alles genau durchgelesen. Und hier unten steht natürlich, dass wir mit denen auch nochmal sprechen müssen, die wir jetzt auch beschuldigen. Logischerweise. Also reisen wir jetzt. Ich sage ja, dass der Mr. Swift das war. Reisen wir da jetzt hin und sprechen ihn mal darauf an. Und vielleicht können wir dann das Ganze auch mal abschließen. Dafür muss ich mich auch wieder umziehen, weil sonst komme ich da nicht in diese Städte da rein. Dann gucke ich jetzt auch noch mal kurz hier wegen einer Markierung. Stopp, Leute! Ja, ich hänge ja da gar nicht rum. Der meckert mit mir, obwohl ich schon gleich reingerannt bin. Und da ist er, den wir beschuldigen. Mit dem müssen wir jetzt natürlich reden. You are guilty, Mr. Swift. Killing Theodore Gilden was a testing challenge. You succeeded. What makes you think I'm somehow involved in Gilden's death? My partner's death, I might remind you. Let me tell you a story. A man spends almost 5 years of his life locating an artifact. He puts every ounce of energy and money into his research. The same man even goes so far as to sign a contract with a ruthless man, a businessman. It was a risk, but the reward would be worth it. Years go by and there's still no result, so the businessman decides to end the man's research. He spits on the research, he promises to bury the site under an eccentric project. All of this is just his whim. Theodore Gilden could do anything he wanted with this place, and you were anxious about the fate of your research. You wished to protect it. You tried to tame Gilden's eccentricity, but you killed him instead. Theodore wasn't trying to sabotage my career. We had a disagreement, but it wasn't as dire as you describe it. He wasn't a pleasure to talk to, but killing him? Nonsense. You were there when Theodore Gilden died. Nonsense. I visited him many times, but I wasn't there when the elephant killed him. Then I must have made a mistake, because the murderer met Goliath's rage personally. The perpetrator was hit by the gate and thrown into the shed. Your bruise matches the contour of the broken hole. One further detail is that the murderer had a bosun's knife, fairly useful in a place where one might cut ropes and fabric, such as, I don't know, the dig site? That's your interpretation of the facts, Mr. Holmes. You've simply aligned them to suit your hypothesis. It's not a hypothesis once proven, it's theory, Mr. Swift. Und der hat einen Pfeil abgekriegt, mein Bester. Rodents at the site, is that correct? Well, yes, that is its purpose. The same dart with strychnine was found on Goliath. The very same substance is a powerful stimulant. It causes convulsions, a flow of energy. You shot Goliath. The elephant became extremely energetic, agitated, and so terrified that it killed its owner. For a man of your age, it was easier to hit a larger grey target than a small man. You said it yourself. Goliath killed Theodore, and your strychnine speculations are absurd. Only athletes use it as a stimulant, not elephants. True, but one dart of strychnine would not be enough to kill the elephant, and you knew it. Nein, wir lassen doch den Elefanten nicht sterben. Theodore Gilden was a capricious man, extremely impulsive. But the cold-blooded nature of your plan makes you even more dangerous. You feel nothing. You show no remorse. It was simply a calculated move. And that is why you are under arrest. Nothing.
You have nothing on me. I think I'll let the police decide if my findings are substantial enough for prosecution. This is all a dreadful mistake. This can't be happening. The elephant killed Theodore. Goliath is innocent and he should be free. He is not the real murderer here. That is the apex of your career, Mr. Swift. Farewell. I told you Mr. Swift was not a real archaeologist. He was a murderer. I knew there was something wrong with him. Fortunately for us, being a murderer was not his profession. And about the elephant? While you were busy, I've dealt with it. No thanks to you. I asked you to solve this wretched problem, but you didn't. I couldn't be in two places at once, Miss Gilden. I was catching your father's murderer. But how have you dealt with it? A man agreed to take the elephant away. He came to me asking for permission to relocate it to his property, and I accepted. Well, congratulations, I suppose. That is one less problem. Actually, two, Mr. Holmes. I found my father's possessions that you can take with you and disappear. I appreciate it, truly. Well, someone has to do something. Take everything if you need to, and leave me be. Take care of yourself, Miss Gilden. Fall abgeschlossen. So, und dann gucken wir jetzt mal weiter hier. Was ist denn das? Brief von Violet Holmes an Theodore Gilde. Mein lieber Theodore, wie Sie wissen, ist mir unsere Freundschaft wichtiger als vieles andere. So sind wir doch beide rastlose Menschen, die eine gewisse Zerrissenheit in sich tragen. Und Ihr Verständnis wie auch Ihre Unterstützung in schweren Zeiten waren mir immer ein Segen. Ich bin unendlich dankbar dafür, dass es das Schicksal so gut mit mir meinte, als Sie an derselben Expedition teilnahmen wie Saja und ich. Mein Leben wendete sich dadurch zum Besseren. Aber ich bin nicht blind und will auch nicht heuchlerisch sein. Ich weiß, dass Ihre Gefühle zu mir stärker geworden sind. Vergeben Sie mir, Theodor, aber ich empfinde nicht das Gleiche wie Sie und ich möchte Ihnen die Qualen einer unerwiderten Liebe ersparen, bevor es zu spät ist. Anbei finden Sie die Halskette, die Sie mir als Erinnerung an unser gemeinsames Abenteuer geschenkt haben. Sie haben sie mit so viel Bedacht ausgewählt, aber ich kann sie leider nicht länger mit gutem Gewissen tragen. Ich weiß, dass es Ihnen wehtun wird, diese Zeilen zu lesen, und dafür will ich mich aufrichtig entschuldigen. Mein Herz gehört jedoch Saja, der nach wie vor nichts von ihren Gefühlen weiß. Sollte dies das Ende unserer Freundschaft bedeuten, so haben Sie dafür mein vollstes Verständnis. Dennoch hoffe ich inständig, dass wir weiterhin als Freunde und Kollegen miteinander verbunden bleiben, wie all die Jahre zuvor, in denen wir zahlreiche Momente der Freude miteinander teilen durften. Hochachtungsvoll, Violet. Das ist die Kette. My mother always wore this around her neck until one day it disappeared. I was wondering where it went. She said it was a birthday present from a good friend. I just had another glimpse of a memory, John. It's fuzzy, but I'm sure it happens somewhere in the manor. Finally moving forward. Shall we go? Okay, da müssen wir natürlich erstmal noch den richtigen Hinweis wieder anheften, sonst kommen wir nicht weiter. Da, den da bestimmt. Und dann gehen wir nach Hause. Wenn wir das so nennen wollen. Halt, Moment. Ja, doch nicht richtig, oder? Da lang. Er kann sich jetzt auch eigentlich mal umziehen. Das sieht ja schon wieder aus, ja. Rennt rum. Ich habe ja beim letzten Mal auch schon ein paar neue Sachen gekauft für das Haus. Also es müsste jetzt vielleicht auch schon ein bisschen mehr Zeug da drin hängen. Oder stehen. Da, das ist das Familienporträt nämlich. Und hier sind jetzt auch Bilder. You know, I envy you, Sherry. You can talk to other people and they won't ignore you. And I envy you. You can ignore any person you're bored with. You don't miss out on much. Most men are dull, unlike yourself.
Well, I'm flattered. Hängt ja schief. So, ich glaube, das war irgendwo oben. This portrait was painted some time before my father's death. I would guess it's the only depiction of him that remains. Und dann eine Tür unten. Ne? Ich hatte eine. I had a surprise for my mother. Zerbrechlich, antik, Pfund. I was holding an ancient Greek vase, or rather, quite a big piece of it. You had a shovel with you, John. I remember now. We dug up the vase from Greek ruins here on Cordona and were eager to show my mother right away. For some reason, the door was closed. We knocked. But nobody answered. We thought that she was busy. So we left the vase and ran downstairs. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. I decided to gather some archaeological tools in order to take a closer look at the vase. But then we heard something, didn't we? Yes. It came from upstairs. The vase was broken, shards scattered all over the floor. And your mother was standing at the door. Indeed, John. I doubt it was her. Let me concentrate. Otto Richter was standing there, furious at us. Dr. Richter told us never to disturb my mother when the door is closed. He said she had broken the vase. But we didn't believe him. I bet he smashed it. Der nächste Raum ist freigeschaltet. Yay! Her things are still here. Presumably Mycroft never felt the need to sort through it all. Or couldn't bring himself to. No. He would have put it behind him and moved on. My brother is not one for sentimentality. Jetzt eigentlich einen neuen. Ja, hier müssen wir das wahrscheinlich. Sajah Holmes Todesanzeige in der Times, London, 21. August 1865. Mr. Sajah Morland Holmes, der berühmte Archäologe, Sachverständige und Historiker, verstarb überraschend im jungen Alter von 41 Jahren. Er erlitt am Samstag während einer Opernvorstellung im Royal Opera House im Londoner Bezirk Covent Garden einen Herzinfarkt. Trotz aller Bemühungen eines Arztes erlangte Mr. Holmes nicht wieder das Bewusstsein und verstarb gestern Abend um 18:20 Uhr. Sein plötzlicher Tod löste in seinem großen Freundes- und Bekanntenkreis Bestürzung aus. Mr. Holmes hinterlässt seine Frau Violet sowie seine 2 Söhne Mycroft, 16 Jahre alt, und Sherlock, 6 Jahre alt. Die Beisetzung erfolgte am Mittwoch auf dem Highgate Cemetery of St. James durch Reverend W.E. Stanley. It's a strange feeling to read about my father's death in the newspaper. I can't recall anything except the deep feeling of loss. You were too young. It happened before we even met. It's so sad. I'm sorry.
Ein altes Stück Papier, 25. März 69, Behandlungsnotiz von Dr. Otto Richter. In den vergangenen Monaten habe ich Miss Holmes gebeten, Landschaften zu zeichnen. Die ersten Zeichnungen, die sie angefertigt hat, waren klar und akkurat. Die weiteren Zeichnungen wichen jedoch immer mehr von der Wirklichkeit ab. Offensichtlich schreitet ihre Erkrankung zügig voran und wirkt sich womöglich auch auf ihre optische Wahrnehmung aus. Eventuell wird eine Trepanation nötig sein. Wo ist da denn drin? Do you think the doctor could have used these tools here? I hope not. No labels. I doubt it ever had one. No labels. I doubt it ever had one. There appear to be residues of the bottle's contents at the bottom. Behandlungstagebuch über Mrs. Violet Holmes von Dr. Otto Richter. Das war 1868. Im ersten Behandlungsgespräch stellte sich heraus, dass die Patientin an Schlafproblemen, Angstzuständen und leichter Verwirrtheit leidet. Ich habe ihr ein starkes Beruhigungsmittel zur täglichen Einnahme verschrieben und wir werden die Symptome weiter im Auge behalten. 3. August. Das Beruhigungsmittel hat gegen die Angstzustände geholfen, doch Mrs. Holmes leidet nun an Katatonie, Apathie und längeren Depressionsepisoden. Darüber hinaus hat sich die Verwirrtheit verstärkt. Sie hat begonnen, Briefe an ihren verstorbenen Ehemann zu schreiben, als ob er noch am Leben wäre. Ich habe 6 weitere Medikamente verschrieben, um ihren Geisteszustand zu stabilisieren, sowie eine wöchentliche Hydrotherapie. 27. November. Die aktuelle Medikation hat durchschnittliche Ergebnisse gezeigt, wobei sich die Verwirrtheit zu nahezu konstanten Wahnvorstellungen verschlimmert hat. Die Patientin reagiert enorm gereizt, wenn ihren Vorstellungen widersprochen wird und neigt dann zu aggressivem Verhalten. Ich habe mittlerweile mehrere Gewaltausbrüche der Patientin gegenüber ihrer Familie und auch sich selbst erlebt. Dabei habe ich angeordnet, dass Gitterstäbe an den Fenstern des Hauses angebracht werden und Mrs. Holmes nachts ans Bett gefesselt wird. Die Dosierung ihrer Medikation habe ich erhöht. Zudem habe ich Hypnotherapiesitzungen sowie ein mittelstarkes Halluzinogen verschrieben. This room always reeked with an acrid medicinal stench. And here is the reason. Straps on the bed. It just doesn't look right. Seems this was the most frequently used medication. 1 dram dissolved in a glass of water, administered daily. Not to exceed 1 dose in 24 hours, not to be given to children. Da! Jetzt haben wir den Brief übersprungen. Der ist aber irgendwo. Und zwar irgendwo bei den Dokumenten. Nee, da ist er nicht. Wo ist denn jetzt gelandet? Okay, ich habe keine Ahnung, wo das jetzt gelandet ist. Ach, hier. Mein lieber Saija, lange ist es her, seit ich das letzte Mal von dir gehört habe. Man könnte fast geneigt sein zu glauben, dass meine letzten Briefe einfach nicht mit deinem Reisen quer über den Kontinent Schritt halten konnten. Ich hoffe, du bist bei guter Gesundheit und befindest dich bereits wieder auf dem Weg nach Hause. Vergib mir meine Ungeduld, aber ohne deine freundliche Stimme und deine strahlenden Augen erscheint mir das Leben kaum lebenswert.
Auch unsere Söhne brauchen ihren Vater. Ich kann dir sagen, dass sie dich wirklich vermissen. Selbst Mycroft, der das Herz ja nicht gerade auf der Zunge trägt, wie du weißt. Falls meine letzten Briefe verloren gegangen sind, sollst du wissen, dass wir auf die Insel Cordona übergesiedelt sind. Komm bitte bald zurück zu deiner Familie. Auf ewig dein Violet. Oh, I would love to take a bath right now. Not this one. Surface corrosion suggests it was prone to extreme temperature fluctuations. For medical purposes, I suppose. Look what I found. The White King is under attack. Sherry, can you save him and checkmate the opponent in one move? Wir sollen jetzt mit ihm Schach spielen? Das machen wir jetzt erstmal noch nicht. Wir gucken hier erstmal noch weiter. Und dann gucke ich mal, wir haben ja hier das da. Ach nee, das meinte ich. Ich wollte eine chemische Analyse durchführen. Und da fangen wir mal an. Davon brauchen wir was. Davon auch, um da hinzukommen. Aber ich glaube, mir fehlt noch was. Was war da für ein Bild? Looks like it was damaged by a blunt object. Oh, it brings back some memories. Dann spielen wir doch erstmal Schach. Verteidige den König mit dem Läufer. Oh, nice move. You saved the king and checkmated the Black King with the rook. Ach so, ich hätte jetzt gedacht, das dauert länger. This room always reeked with an acrid medicinal stench. And here is the reason. Ich hätte jetzt gedacht, ich kann da irgendwie noch was rausholen oder so, irgendein Zeugs. Na gut, dann nicht. Mal probieren, ja. Jetzt geht nicht, okay. Kann ich das wieder, wie kann ich das wieder wegmachen? Ja, da.
Doch, das brauchen wir doch. Na, das haut nicht hin. Irgendwas fehlt doch hier. Machen wir nochmal neu hier. Na, was ist denn da oben jetzt auf einmal aufgetaucht? Sind das mehr hier oben? Nee, ist doch nicht. Oder? Naja, irgendwie nicht. Also irgendwas fehlt mir hier, um das mit dem hier verbinden zu können. Bei der Analyse. Ja. Minderung. Also das sind so Sachen, die sind gar nicht da oben abgebildet. Warum nicht? Wir lösen das jetzt einfach mal. Schummeln wir mal heute. Analyse ergab, dass es sich um ein Halluzinogen handelt, das aus Pilzen gewonnen wurde. Okay. Oh, nochmal neue weiße Kreise. We had to put the tray with Mother's morning tea down, but why? Mother was troubled that morning. Something we did upset her. Dr. Richter tried to calm her down. The broken plate shards were all over the floor. Mycroft had to change his suit as the one he was wearing was completely stained. It's starting to ring a bell. I think it happened in the morning. Jetzt kann man hier wieder dieses Spielchen machen. Und den John steuern. Also, wie kann es gewesen sein? Die Kinder, hat er gesagt, haben es dahin gebracht. Dann hat er irgendwas mit dem Richter, Dr. Richter gesagt. Achso, es gibt nur die zwei Sachen. Wir versuchen mal das hier. Sie soll sich irgendwie aufgeregt haben. Und er hat wahrscheinlich alles abgekriegt.
don't believe you! Liars! Get away from me! It's not true! It's not real! What? Oh. Everything will be okay, Sherry. I promise. It was the morning of the 9th of April, the day my mother died. Der 9. April fing gar nicht gut an. Erst hatte Mutter eine Panikattacke und dann wurde sie hysterisch. Sie warf ihr Essen um und schrie ihren Arzt an, den sie einen Lügner nannte. John und ich waren gerade dabei, ihr ihren Morgentee zu bringen, doch als sie zu schreien anfing, bekam ich Angst. Ich konnte nichts weiter tun, als mich vor dem Bett zusammenzukauern und darauf zu warten, bis alles vorbei war. Zum Glück war John da, um mich zu beschützen und zu beruhigen. My mother, she was not just ill, but mad. God have mercy. I'm sorry. That explains why you locked the memory away. There must be more, John. That was the morning of her death. I need to know what happened. John! Every time you... I just don't... Please, Sherry, leave it be. Just breathe, John. You know that I cannot leave the last stone unturned. We are so close. I know. But can we at least leave it for another day? Nein, wir müssen weitermachen. It cannot wait. Let us find another door and finally learn the truth. That's pointless, Sherry. To date, you have had no control over the return of these memories. It is all triggered by your work elsewhere on Cordona. You must accept that this will have to wait. Are you all right? In the end, little has changed. My mother was still unwell, just not with tuberculosis. What I do not yet understand is why Mycroft lied about it. There are precious few pieces of this puzzle remaining, John. Let us dawdle here no longer. Indeed. Wait. Did you hear that? Yes. Metallic salts. What is this sailor doing here? Was macht denn ja genau, was macht ein Matrose da jetzt, ha? Gehen wir mal runter. Tatsache, da steht Anna. Bist denn du? Sherlock Holmes, isn't it? I was looking for you. With whom do I have the pleasure of speaking? You could call me your new game. The rules are simple. I have something for you, but you alone must work out what that is. And that something is my prize, I suppose? You're a fast learner, sir. Das ist mir gleich aufgefallen, ja, dieser pinkfarbene Fleck. Hat vor kurzem gemalt, ja. Alt und abgetragen. Keine Spuren körperlicher Arbeit. Muss ja kein Matrose sein. Verbirgt etwas Quadratisches. I cannot believe that Mr. Vogel has somehow successfully called my attention to his gallery. You're here with an invitation to visit it, obviously. My word, you are fast, Mr. Holmes. Could you explain how you came to that conclusion? Of course. Explanations are my favorite part of any conversation. Hands without any sign of regular physical activity, in contradiction to one who would most usually wear such a uniform. The paint in your hair is pink. I don't know of any military service that paints their ships pink, unless they have launched a new fashionable fleet. A sailor with the soul of an artist? I would suggest rather a gallery employee disguised as a sailor to mislead me. How many artists on the island know where I live and of my passion for deduction? Werner Vogel is clearly at the top of the list. And you've been attempting to conceal something square-shaped within your pocket.
An invitation, I suppose. An invitation to Mr. Vogel's gallery. That was remarkable, Mr. Holmes. Mr. Vogel was right about your genius. I think he may have even underestimated you. This is your invitation. Please tell Mr. Vogel that the seed has been planted. He asked me to tell you to do so, if you win this little game. Farewell. Okay. Mein lieber Sherlock Holmes, wie Sie ohne Zweifel bereits herausgefunden haben dürften, möchte ich Sie zu meiner Kunstausstellung einladen. Dabei geht es mir allerdings nicht nur darum, dass Sie sich an der Schönheit der Werke erfreuen können, vielmehr benötige ich Ihre genialen Fähigkeiten. Die Galerie befindet sich in der Karawanserei an der Kreuzung Bazaar Road und Holmes Avenue in der Altstadt. Ihr treuer Freund. Na gut, dann gehen wir da halt hin. Suchen wir das erstmal. Wo soll das sein? Halt, hier machen wir erstmal, helfen wir das erstmal an. Da wird das nämlich auch angezeigt. Nee, wird's nicht, das ist ja gemein, es wird hier wieder ausgeblendet. Das war das Bazaar Road und Holmes Avenue. Das ist die Bazaar Road. Hier würde ich denken. Wer steht denn da? Wo bist denn du? Mr. Sherlock Holmes, I presume. Correct. With whom do I have the pleasure? Emilio Estero, happy to make your acquaintance. I am here on behalf of Mycroft, your brother. He's on his way to Cordona. In the meantime, he requests your assistance with a sensitive matter. My orders are to provide you with the details. You have my attention, Mr. Estero. Mark Ridley, the son of General Arthur Ridley, is being blackmailed. Suffice to say, the compromising material is of a delicate nature. The matter is of no small importance to the Crown, especially given the status quo on Cordona. What about the status quo? The Ottoman population holds a certain animosity towards the colonial rule. It's been this way since we took over the island. General Ridley made concessions with their leaders, but I'm afraid we are still teetering on the edge of open hostility. What does Mycroft want me to do? Retrieve the blackmail material? No, sir, nothing of the sort. Mark Ridley is meeting the blackmailer atop the old city bridge tower. You shall observe from a distance, then establish the blackmailer's identity. Do not attempt to arrest him. We'll handle it from there. Saving the best for yourself? Fine. There's a cafe just over the bridge that provides a good vantage point. Please report to me when you are done. I'll be waiting for you here, and remember, discretion is of the essence. Was machen wir denn jetzt erst? Was machen wir zuerst? Machen wir erst dieses Liebesgrüße aus Cordona? Ja. Wo ist denn das? Da. Also, und da müssen wir jetzt natürlich woanders hin. Terrasse, Café Primrose, Inscaladio, westliche Ende der Brücke. Scaladio. Gibt's da nur die... Naja, gut, okay, nochmal. Was für eine? Das am westliche Ende der Brücke. Wahrscheinlich hier. Ich probiere es mal dort. Das ist allerdings auch eine Brücke. Er soll seinen Erpresser auf die Karte gucken hier. Brückenturm.
Tja, wo soll der Brückenturm sein? Entweder ist es dort, wo ich es erst dachte. Ich reise mal hier hin und versuche es dort. Kann man nämlich zur Not immer noch nach da gehen. Treasure maps from the governor. Find 8 and come back for Ja, das haben wir ja auch noch angenommen und ich habe das noch nicht angefangen. Ja, natürlich erstmal das Café finden. Da ist es. Help me, please. I'm so sorry. I can't help you, sir. Ja, da sitzt Here, der grab a John. seat. You even brought a book, huh? May I have... Same as always. You just don't give up, do you? Oh, come on, let's get closer. Can't see anything from here. No, too early. So we're just going to sit here all day? Patience, John. I have a feeling this is more than simple blackmail. We'll be close when the blackmailer leaves, and then... Go! Okay. Oh, da liegt wer. Oh, not a pretty sight, this. Head trauma, fatal. Gravity is cruel like that. What's happened? A rather frivolous accessory for a military man. Shame it's all bloody now. He was stabbed several times before he fell. The shape of the wounds suggest a curved blade. Goodness. Who's it? The knife is missing. Ne? Da, der Schlüssel. What's happened? A key, and where there's a key, there's a lock. My goodness. Who's it? It's almost like he's dancing. Dancing the danse macabre. No signs of life, no pulse. I'm declaring Corporal Ridley dead. Goodness. Who's it? Muss mal gucken. Der was gesehen hat Please hier. move along. The police are on their way. Everything's under control. Is it now? The General's own son has fallen out of the tower, and not without help, it seems. I need to inspect the scene, and quickly. The corporal? He ordered me not to let anyone inside without telling him. But now... Wait, are you saying it's a murder? A brief examination of the body was enough for me to conclude that he was murdered by a blade of Ottoman origin. You can't possibly be so certain. Oh, I can be. The corporal suffered deep stab wounds which were inflicted with great force. They were made by a knife meant for cutting, not stabbing. A curved blade, such as an Ottoman jambir or a Gurkha kukri. I haven't seen any Gurkhas on the island, so the conclusion is quite obvious. Amazing. You do seem more than competent. All right, go in. I'll wait here for the police.
Did you see anything suspicious? No, sir, nothing. Corporal Ridley had to attend to some private matters upstairs. No one went in, no one came out. Oh, but that means the killer is still inside. Are you sure you want to go in alone? I'm not alone. I have my friend with me. Your friend? You mean your gun? There's no one at... Never mind, I'll be fine. Niemand kann ja John Killer's sehen. gone. Vanished into thin air. Na, da haben wir ja... This blade is a naval officer's dirk. Sharp and well cared for. Könnte die The Tatwaffe edge sein. is covered with blood, but the tip is clean. Was war das denn? This cigarette is still smouldering. Can you smell the body odor, John? Someone's been hiding in here. Someone sweaty. Unless it's a laundry chest. But then it's a different mystery altogether. The case of the vanishing sweaty pantaloons. There's a nice view from here, don't you think? Da bestimmt noch mehr rum. Ach, da unten. Ich weiß über Ihre neueste Affäre Bescheid. Ich erwarte Sie oben im Brückenturm der Altstadt. Kommen Sie allein und bringen Sie 100 Mangier mit, wenn Sie nicht möchten, dass die falschen Leute von der Sache erfahren. Mhm. Exactly 100 mangiers. The killer didn't touch them. Oh, da kann man wieder hier. Was haben wir denn noch alles? Das sieht schon fast richtig aus, ne? Als ob da einer rausspringt und den dann ersticht. Das sieht wirklich schon fast richtig aus, ja. Und das eigentlich auch, denn da war ja definitiv was kaputt. Und dann wahrscheinlich irgendwer aus dem Fenster geschubst. Ich glaube, da können wir die ersten gleich so lassen. Ridley was attacked by his blackmailer, but before being pushed out the window, Ridley managed to wound him. The killer must still be bleeding. Okay, wir haben einen neuen Hinweis. Das heißt, den müssen wir jetzt natürlich anheften. Der Angreifer versteckte sich in einer leeren Kiste. Wahrscheinlich ist er dann hier über dieses Seil abgehauen. Ich denke, hier haben wir alles. Stand ja eben auch Schlüsselhinweise erhalten. So what happened? Was there anyone upstairs? No, the killer escaped. We're dealing with a carefully planned assassination. What can you tell me about the deceased? We were from the same unit, stationed together at the barracks by the bridge, but I can't say I knew him well. Maybe someone at the barracks could tell you more. Hat er denn Do Feinde you know if the gehabt? corporal had any enemies? Someone who would want him dead? No, none that I know of. But then again, there's always the Ottomans. They'd want all of us soldiers dead, I reckon. Okay.
Der gehört ja der Marine an. Also gucken wir mal, ob wir irgendwie was finden, was Militärisches hier. Auf Cordona. Da sind wir. Können wir mal einfach... Ist das überhaupt die richtige Richtung? Ja doch, denke schon. Gehen wir dahin, wo diese Seilrutsche endet. Da. That was a rough landing. Sieht doch eigentlich mehr aus wie rote Farbe gerade. Und nicht wie Blut. Was ist das denn? Stecken lauter Messer drin. Wow. Amazing, right? Messerpfahl. More like it. Ach, das ist ein neuer Fall. Okay. Nee, ein neuer Ort. Kein neuer Fall. Aber vielleicht finden wir ja hier die Tat, irgendwie so eine Tatwaffe oder sowas. Da, schaut mal. Warum weint die? Aha, a curved knife covered in fresh blood. There we go. Doubt that this eagle is purely ornamental. Careful, Sherry. Locals aren't too happy with what you're doing. I'd better leave the knife here. Sacred. Now is a bad time to ruffle any feathers. Leave it. Ja, wir gehen ja schon weg. Entschuldigung. Das mögen die gar nicht Go away gerade. from it. Machen wir halt ein Foto von dem Ding. Who do you think you are? Ja, Leave ist ja it. gut. Don't touch. Nein, machen wir nicht. Da. Stop that. Don't touch those. Go away. What? Ja, ich gehe ja schon weg. So. Infidel. Don't. No. What? Who do you think Ach, you das are? hier Leave schon it. weg. Don't touch. Da malert einer und hier, schaut mal, da ist, es sieht aus wie auf dem Messer. It's sacred. Sprechen wir mal mit ihm. The barracks are off limit to civilians. Also müssen wir uns wieder verkleiden. Mal gucken, was wir so haben. Ah ja, ich kann hier mich nicht umziehen. Kleidungshändler. Oh, wie praktisch. Wo ist der? Ist das der? Nee, das ist ein Taxifahrer. Aber erstmal will ich ja eigentlich wissen, ob ich schon eine habe. Polizist, ne. Ist das? Ach nee. Wir müssen uns also eine Marineuniform besorgen. Und da ist doch schon einer. Ach, hier drin bestimmt. Ja. Das sieht gut aus. Don't pass by. Welcome, welcome. Let's pick something that suits you. Na, wir gucken jetzt mal, ob du hier eine Marineuniform hast für uns. Das war da ein Stutzer, Bandit. Das Beste vom Besten. Na Mensch, das sieht ja mal aus. Wo ist denn hier eine Marineuniform? Hat der überhaupt eine? Matrose, das sieht doch nach was aus. Das hätte ich jetzt mal gekauft, aber A na good gut. choice indeed.
Ich hätte es auch rausleihen können. Vielleicht darf ich jetzt da rein. You aren't here to relieve me from duty, are you? Oh well. Nö, ich löse dich da nicht ab von deiner Arbeit, von deiner Schicht. So, gucken wir erstmal ganz normal hier oben lang. May I ask you something? Ah, I know this, yeah, let me help you. Er war als Schürzenjäger bekannt, kehrte sich jedoch vor kurzem von seinem freizügigen Lebenswandel ab, da er die richtige gefunden zu haben glaubte. May I ask for your assistance? I don't know, but I'm sure there are others who'd be glad to help a fella in uniform. Could you help me? I don't know, but I'm sure there are others who'd be glad to help a fella in uniform. Gut, da ging es ja noch runter. Ridley's blood is on Ottoman hands. I just know it. Ja, jetzt muss ich wieder dieses Spiel mit dem Lauschen machen. Nee. Gehen wir nochmal hoch. Ridley's blood. Oh, hier ist noch mehr. Oh, wir haben noch einen Schlüssel gekriegt. Nice. A room after my own heart. A little austere for my taste. There are scratches on the floor. The locker was moved. Mein Sohn, du weißt, dass unsere Herrschaft über Cordona auf 3 Säulen fußt. Unsere Truppen und Schiffe bilden 2 der Säulen. Die 3. Säule, ob es dir gefällt oder nicht, ist das Haus des Adlers. Wenn man auch nur eine dieser Säulen entfernt, stützt alles in sich zusammen. Ich fordere dich daher auf, dich endlich am Riemen zu reißen und wie ein Ridley zu benehmen. Ich habe lange genug über deine frivolen Eskapaden hinweggesehen. Mir kam zu Ohren, dass du dich auf der Suche nach amorösen Abenteuern in der Altstadt herumtreibst. Das muss aufhören, und zwar sofort. Die Osmanen folgen ihren eigenen Gesetzen. Solange wir diese Gesetze respektieren, wird unser fragiler Frieden halten. Enttäusche mich nicht. Being the son of a general must be difficult. Rise all the way to the top. Make me proud, son. Can you imagine me wearing that uniform? I think I'd look rather dashing. Seit unserem letzten Treffen muss ich immerzu an die kurze Zeit denken, die wir miteinander verbracht haben. Aber dieser Traum verwandelt sich immer mehr in einen Albtraum. Ich bin voller Angst, dass jemand etwas herausfindet. Ich weiß, was ich zu dir gesagt habe, aber mir ist klar geworden, dass ich mich getäuscht habe. Ich möchte nun doch gemeinsam mit dir das Leben leben, das du mir in Aussicht gestellt hast. Ich bin bereit, alles hinter mir zu lassen und mit dir zu gehen. Ich warte auf dich im Morgengrauen in unserem Haus. Benutze den Eingang, über dem sich kein Adler befindet. Die Diener zu erwarten eine osmanische Frau mit dem Tuch, das ich dir gegeben habe. That's quite a hefty sum. Enough to start a new life. Two tickets to London. Would have been a very different ending for the Corporal's story.
Gibt's hier noch mehr? Oh, das können wir analysieren. Mal gucken, ob das jetzt klappt. Jetzt gehen wir gleich den kürzeren Weg. Ja, das klappt doch wieder nicht. Ja, aber mir fehlt wieder was. Ich kann auch wieder nicht alles machen. Manu, mir fehlt was hier oben. Wir haben ja, wenn wir hier reingucken, in die Hilfe, gibt es ja noch ganz andere Sachen. Sowas hier zum Beispiel. Aber die Punkte habe ich gar nicht. Oder man muss hier irgendwie seine Fähigkeiten erweitern, indem man immer mal wieder was macht. Das kann natürlich auch sein. Jetzt habe ich nämlich hier den zusätzlich gehabt. Den hatte ich ja vorhin nicht. Also bleibt mir auch hier erstmal nichts anderes übrig, als das zu machen. Auch wenn das Schummeln ist. Das Tuch ist verschwunden. Ach, ich kann mich nicht umziehen. Schade. Sein Tuch. Vielleicht kann man das jetzt dann halt anziehen, ne? Probiere ich das nochmal mit dem Lauschen da von den Typis, die da unten sind. Ridley's blood is on Ottoman hands. I just know it. Nee. Nein. Okay. Nein. Dann wahrscheinlich aber Tribunal, Ungehorsam auf jeden Fall. Ridley's blood is on Ottoman hands. I just know it. Also das war's nicht. Das war's. Nee, okay, dann. Ridley's blood is on Ottoman hands. I just know it. Okay, das Tribunal war es nicht. Vielleicht das? Ja? Nein. Nein, oha, verdammt. Na, wir kriegen das noch hin. Ridley's blood is on... Also, das war's nicht. Das auch nicht. Das war's. Ich wurde zufällig Zeuge eines Gesprächs aufgebrachter Marinesoldaten, die nach der Ermordung des Corporals das Gesetz am liebsten in die eigene Hand nehmen würden. Ihr Befehlshaber mahnt jedoch zur Ruhe. Alle Hinweise erhalten. Okay, dann ist hier nichts mehr weiter.
Adler-Symbol. Nehmen wir mal gucken, ob wir uns Nein, können wir nicht. Na. Wo muss ich denn hin, damit ich mich umziehen kann? Wo darf ich mich denn hier umziehen? Gucken, ob die Leute mit mir sprechen, wenn ich so angezogen bin. May I ask for your assistance? Of course. Let me help you. Neuer Eintrag in Johns Tagebuch. Oh, die mir hilft. May I ask for your assistance? I cannot. Sorry. Na gut. Sollten irgendein Haus ohne Adler suchen oder so? Oder wie war das mit Adler? Help me, please. That's a good question, friend. But like all good questions, I don't have an answer. Okay, steht da nochmal. Auf der Westseite des Altstadtmarkts. Ich habe auch gerade gesehen, wir können da wieder was kaufen. Another knife in the pillar. Another debt paid in blood. Nee. Another knife in the pillar. Mein Vater war es ja nicht, verdammt. Nee, das war es nicht. Nee. Another knife in the pillar. Bei Gyagmara oder Blutrache handelt es sich um eine Tradition, die sich in der osmanischen Herrschaftszeit von Albanien ausgehend verbreitete und auch auf der Insel Cordona etablierte. Viele Einheimische halten diese Tradition für barbarisch, jedoch nicht alle, wovon der Messerpfahl zeugt, der unheilvoll in den Himmel ragt. Das war das, wo wir waren. Aber ich wollte hier ja eigentlich zu dem Stand. Orientalische Waren. Nice affordable clothes. Step right up. Die Klamotten wollte ich jetzt nicht. Come, come. Decorate your house in Oriental style. Merhaba.
It's a good day for a purchase. May your purchase bring you joy. Don't pass by. Welcome, welcome. So, und jetzt stand da ja was von westlich, wenn ich mich nicht täusche. Handelt sich um das Wappentier des Hauses Hassan, der angesehensten Familie in der Altstadt. Familienanwesen befindet sich auf der Westseite des Altstadtmarkts. So, das hier ist der Altstadtmarkt. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Karte immer so ist, dass sie nach Norden zeigt, dann wird es wohl hier sein. Na, sollte es mal markieren. Who's there? Who's there? Okay, wir haben das Haus des Adlers ja gefunden. Jetzt, ohne dass ich irgendwen anders befragt habe oder Antworten bekommen hätte. Wobei... Kann sein, dass wir das Falsche anhaben, weil da stand in dem Brief ja was von denen, dass man als Frau verkleidet sein soll. Wo war denn der mit den Klamotten? Der war noch hier. Come, come. Decorate. Don't miss out on my unique. Let's pick something that suits you. Das hast du jetzt gerade gekauft, oder nicht? A good choice. A good choice indeed. Nice affordable clothes. Step right up. So, allerdings stand da was von in dem Bericht, dass da eine Frau ist, die mich reinlassen würde. Ich habe eben nur einen Mann davor stehen sehen. Man sieht doch gar nicht, dass das eigentlich ein Kerl ist, der das anhat. Es ist schon woanders hier. Das ist schon dieses Haus hier. Haus des Adlers. Mal gucken, wo wir reinkommen. Bakın kim buradaymış. Yeni komşum berbat biri. Who's there? Okay, der lässt uns nicht rein. Da geht's auch nicht rein. Ah, da steht eine Frau. You are not welcome here. Warum nicht? Ach, weil wir noch aussehen wie ein Kerl. Vielleicht muss ich noch ein Kopftuch oder sowas kaufen. Oder kann ich das irgendwo... So wie er jetzt aussieht, das erkennt man ja. Nice affordable clothes. Let's pick something that suits you. A good choice. A good choice indeed. Sieht der toll aus. You are not welcome here.
Wieso immer noch nicht? Wieso denn immer noch nicht? Ich kann mich wie ein Vampir aussehen lassen. Den Bart brauchen wir nicht. Das? Da ist das Seidentuch. Vielleicht jetzt? You are expected. Quick. Ah. My love, oh, I'm so... Who are you? Where's Mark? Answer me or I'll call for help. You will do no such thing, Jalen. We both know it. How do you know my name? And why are you wearing this scarf? What has happened? A flood of questions, but I only have one answer. Mark Ridley is dead. No. This cannot be. You're lying. Tell me you're lying. Keep your voice down, miss. I don't have time for a lady's hysterics. Mark has been murdered, and I believe that the murderer is part of this house. No. It was a secret. We were meeting. How could anyone find out? The truth always comes out one way or another, but enough of this. Tell me, have you seen anything suspicious here? No, I heard the servants talking about blood near the main entrance, but I didn't think... This is too much for me. I can't. Why did you have to be so mean to her? I wasn't mean. Now is not the time for pity. Is that you or your reptilian brain talking? Na, schaut mal da, mal Flecken. Das sind keine Flecken. Verwundet? Leave me be! Das sind ja keine Flecken. A pile of fresh clothes. How convenient. All soaked in blood. Well, a fresh shirt is as good a lead as any. So, think you can identify the killer on the first try? Huh. Do you doubt me? So, da ist nicht mehr zum Anschauen. Vielleicht noch hier. Sprechen wir erstmal mit dem hier, der war ja verwundet. Schuldgefühle oder gestresst. Hautausschlag. Schwache Blutflecken, Blut sickert durch einen Verband. Und da fehlt ein Messer. Der ist reumütig, würde ich sagen. What are you staring at, you crazy woman? So, here you are. The wounded eagle in its eyrie.
What the hell? An Englishman here? Why are you wearing a dress? I hate to interrupt you while you're struggling with your conscience. Perhaps you ought to have made peace with it before doing the deed. My conscience is perfectly clear, Britt. Do you have any idea who you're talking to? Indeed I do. You are the obedient son of this house. Obedient and wounded. But let me explain. I am Osai, son of Hassan. You are on my father's property, and you better stop all this jabbering nonsense. My name is Sherlock Holmes. I have every reason to believe that you were involved in the murder of Mark Ridley. Are you accusing me? Tatwaffe. That's right, I am. I recovered the murder weapon. It bears an eagle crest, the same crest that is so proudly displayed within your house. And a proud house we are. My father speaks for all Ottomans on this island, remember that. Regrettably, I failed to detect much pride in the callow way you ambushed the corporal. It couldn't have been very comfortable for you inside that chest, waiting to catch the corporal off guard. Couldn't you find a better place to hide? You're a fine one to talk of tactics. You're dressed as a woman. If you'll pardon the metaphor, he was a fishbone that became lodged in your throat. You had a strong motive to see him dead. All right, that's enough. First you sneak into my house, and now this? We'll put you down like the rabid dog you are. Oh. I'm coming for you. Huch. Na, das hat doch... I will miss the party. I'm coming for you. Take a rest, my friend. So, wo ist der nächste da? Au. Ouch. The snuff's Ouch. ready. Ja, jetzt war ich zu... I'm coming. I couldn't miss the party. Don't cry, you'll live. So, give him the pepper haben wir. stuff. Na. Nee, da haben wir nichts mehr. Da hätten wir noch was. Take a rest, my friend. So, den haben wir auch. Ready. Ah, da ist ja noch einer. It won't work this way. I'm coming. I'm coming for you. I'm Wo coming kann ich for denn you. nicht? I'm coming. Da kommt noch einer. I thought we were against murder. Ups, einen haben wir jetzt aufgewiesen. Nope. Give him the pepper snuff. The snuff's ready. Da wo ist ja jetzt der nächste? Da. Hey, you could have kept him alive.
Au. I couldn't miss the party. So, den haben wir. No more crime for you and give him the pepper snuff. I thought we were Na against gut. murder. Bei dem wusste ich jetzt echt nicht, wie ich den noch kriege, ohne ewig rumzurennen. it's time for you to go to prison, Azai. Come with me, and let's do so peacefully this time. You'll regret this, Brit. Na gut, okay, der ist jetzt im Gefängnis. Get out of my face, Brit. Mr. Holmes, I am in no position to reprimand you, but you should know that your unwarranted intervention will cost us dearly. I did what I had to do. The killer was brought to justice. I didn't expect you to be so narrow-minded. You have undermined your brother's efforts, and now we will have to face the consequences. Such is the price of law and order, Mr. Estevaux. Everyone must be held accountable for their actions. Law and order? You are clearly oblivious of the bigger picture, Mr. Holmes. There is no point in us discussing it further. I bid you good day. You did everything right, Sherry. Aber No den matter Fall. what Mycroft or his henchmen will say. Ja, aber den Fall haben wir abgeschlossen. Nur halt, naja, nicht ganz ohne Tote. Kann ich mich, wieder umziehen? Ach, jetzt müssten wir uns noch das hier entfernen. Und das auch. So. Und jetzt, wollten wir ja zu der, da hier die Sache mit dem Maler machen noch. Es war eine Altstadt. Und zwar an der Kreuzung Bazaar Road und Holmes Avenue in der Altstadt. Halt, Karte. Da haben wir es ja schon. Mr. Holmes, you came. Oh, how kind. Though now, of course, I realize it is because of my game, not the works on display. It needn't be one or the other. Your man's disguise was easily debunked, Mr. Vogel, but I shall admit that you planted in me the seed of curiosity. Ah, terrific! I had no doubt you'd put the pieces together. Let us call it an opening gambit before the real game begins. So, this little game of yours, what's it about? An enigma to solve. A locked area in the basement with no windows found brutally vandalized. I have no clue how it was possible. What about this intrusion? What happened? Last night, I was about to leave the gallery when I heard a noise downstairs. I went to the basement, but I didn't see anything out of the ordinary. It was admittedly a rudimentary inspection. It is not uncommon to get rats down there, so seeing nothing of note, I left and locked up the building.
When I returned this morning, alas, I discovered that part of the exhibition had been torched, and there was no sign of the intruder. The mystery being, of course, that all the doors to the gallery were locked exactly as I left them. And the door to the basement is the only entrance? Correct. Tell me you're not intrigued. And this locked area downstairs, what exactly was it? The under gallery. It's always shut, and I'm the only one with the key. Ah, so this is your private collection, not part of the gallery. Oh, no. It's an exclusive exhibition of eccentric pieces. Only a select cadre of artists, investors, and collectors are admitted. Not everyone deserves to have their eyes opened. Well, this matter is certainly within my wheelhouse. This intrusion troubles me. Please take a look around if you're willing. The under gallery is through the door at the end. I will see what I see. I will see what I see. Das ist sehr gut ausgedrückt gerade. You sure you don't like art, Sherry? Interessant, dass sie da eine Pflanze davor gestellt haben. Hä? Wie komme ich da jetzt hin? Und hier geht's wieder raus. So, da geht's raus. Da geht's nicht durch. Ah, da geht's lang. Back home we've got a taxidermist. He's gonna have a heart attack when he sees what I bring him. Back home we've got a taxidermist. He's gonna have a heart attack when he sees what I bring him. Bitte, was haben wir denn hier? Old, and hasn't been used for a long time. The left step's length is shorter than the right. It indicates that the walker was lame. Closed with a metal bolt. Footprints. Size 9.5. Nee, das ist wieder das hier, das haben wir ja schon. Das haben wir ja schon. Oh, da kann man noch was. A true artist never shows an unfinished piece. Sherry, how about some company in that dreary chamber of yours? Leave my loneliness unbroken, John. A handprint of the thing from another world. But it looks fresh, and its coal origin ruins the effect of the extra mundane. Sodden and mould-ridden. One presumes deliberately. The parasites of creativity? Or just a reflection of the artist's recreational interests? Saturn devouring his sun. Oh, grim composition. Unflinching in its ferocity, yet somehow beautiful.
Melpe. Coal fingerprints. I think we're looking for a man with a coal moustache. A Maulpaubot. Nein, da, so. Ugh, sheer vandalism. Only an ignorant person could do such a thing. Das ist schon ein komischer Kerker hier in dieser Galerie eigentlich. Schwache Kette für Gemälde. Oh, da mal wieder dieses Spielchen. So, also. Er kommt da runter. Und definitiv ist einer aus diesem Dingens hier rausgekrochen. Und aus dem Sarg ist auch einer rausgekrochen. Na? Jetzt. Ja, das wird der ja nicht selber gewesen sein. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the hatch bolt. He accidentally pushed a shovel to the floor. Vogel heard the noise. At the sound of his approaching footsteps, the intruder hid inside the coffin. Ach, der ist ja nicht rausgeklettert, der ist da reingeklettert. Failed to notice anything strange and left without properly checking. The intruder waited until Vogel had left the caravanserai before burning the paintings in Wilde's room. But the vandalism was a cover for the theft. So, wo ist er denn? Da ist ein nackter Hintern. The pieces are not what I expected. What do you think my collection is about? It's a reflection on mortality. Nothing lasts forever, no beauty sustains itself, and everything succumbs to darkness. Am I right? I don't know. Well, that's absurd. Of course you know. It's your gallery. There is no one answer, no singular truth, but many, filtered through the subjective mind. That forgetting, embellishing, lying machine. Besides, what's wrong with a lie if it makes life more interesting? What's wrong with a lie? It corrupts the ability of others to behave freely and rationally. Men never act freely and rationally anyway. It matters not what is or isn't in the end. The only important thing is how you feel. And I simply want to feel and consume as much as I can. Don't you? Feelings are simply one's animal ancestry trying to wrest back control of the brain. I try to avoid the distraction. You try not to feel, even in a place like this? None of it moves you? To be frank, I struggle to maintain even a whit of interest in art. But Mr. Holmes, it is joy incarnate, mankind's greatest achievement. Mankind's highest achievement above all others is objective and rational thought. I see then why you dislike art, for it means whatever you want it to. Or perhaps, Mr. Vogel, I was lying. Aha. Mr. Vogel, my investigation has revealed that the intrusion was not merely vandalism, but theft. The limping visitor left your place with a canvas. That's very impressive.
The fire was a clever attempt to hide a stolen painting, even if it didn't fool me. I found the remnants of an empty frame in the pile of ashes. The canvas had been removed. Do you know which paintings in the Wild Room may have interested a thief? Were any particularly expensive? Those pieces belong to a well-known artist named Boniface Mercurio. They're controversial, but not of a notably high value. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the latch and dislodged the shovel while doing so. That's the noise you heard yesterday. When you went downstairs to investigate, he hid in the coffin. It seems I should have checked the space more thoroughly. This thief was familiar with the gallery and he was sporting a limp. Do any of your clients or artists come to mind? My, your attention to detail is remarkable, Mr. Holmes. I should introduce you to Bosch's works. Alas, I'm afraid I cannot suggest a culprit. There's something more, is there not? I can see it in your eyes. Indeed. There is another intriguing angle. I recently received an anonymous offer for one of Mercurio's works. The sum was more than fair, and indeed could have saved Mercurio from his artistic poverty. But he declined it. Was it a performative whim? Some artists lionize pain and hardship as if their work would be worse after a meal and a hot bath. I cannot tell. But not only did he refuse the deal, he insisted on displaying the painting in the public space. I was hoping to change his mind, but artists are a special breed of stubborn. What was depicted in the piece? A bound woman, wrapped in robes, being penetrated by a red devil that stared at us, the viewer. The beast had numerous tails growing from his back, and a large crowd gathered around the pair, silently watching the orgiastic scene. Okay, well, given the nature of the other works on display, it's hard to see why that one stood out. What could possibly be its value? The evaluation of art is very subjective, Mr. Holmes. After all, art is everything. A poem, a bruise, the beads of sweat on your beloved skin. Even a masterfully solved crime. I'm not sure I see the connection. Regardless, the painting was one of a series called The Sabbath Night in Cordona. The works depict sex, violence, and other controversial acts that life, for better or worse, contains. I see. I'm not sure that you do, but that can wait for another time. So where can I find Boniface Mercurio? I know he lives somewhere in Old City, but couldn't be more specific. He's a prominent figure, so finding him shouldn't be a problem. Well, I believe I have enough to begin. Thank you, Mr. Vogel. Your gallery certainly has unexpected depths. I'm delighted to have been able to please a friend. In return, I expect you to come back with good news. Or at least with a good story. Okay, wir haben neue Hinweise und müssen den Mercury da finden. Den werden wir wahrscheinlich über eine Personensuche entweder im Zeitungsarchiv oder bei der Polizei finden. Das machen wir aber heute nicht mehr, das schauen wir uns beim nächsten Mal erst an. Ich laufe jetzt noch erstmal zu der Zeitung und wir sehen uns dann dort wieder beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüssi.